Wir machen natürlich Kaufland unsicher, denn, wer hätte es gedacht, wir kaufen bei Kaufland heute ein. Wie bitte? Wir waren schon wieder einkaufen. Diesmal bei Kaufland. Richtig. Mein Name ist Raphael von Lovi und wir kaufen heute ein bei Kaufland und steigen direkt in den Laden ein. Wir verlassen heute Kaufland auf jeden Fall nicht, ohne gesunde und günstige Produkte zu finden, die uns das Beste geben aus dem, was Kaufland zu bieten hat. Wir haben Kaufland unsicher gemacht und heute seht ihr, was ich dort gekauft habe. Alles gut, Kaufland geht's gut. Okay. Macht euch keine Sorgen. Und wir starten direkt mit diesem Ei. Das Ei, was uns das Leben schenkt, ja. Was viele wahrscheinlich unterschätzen und viele auch überschätzen, wegen der Cholesterinlüge. Weil alle so Angst haben und irgendwie denken, oh mein Gott, ich sterbe nach 3 Eiern, deswegen darf ich nur 1 die Woche essen. Nein, ihr dürft hier viel, viel mehr essen. So viel ihr wollt. Also werdet einfach satt davon. Nicht so viel ihr wollt. Aber isst euch satt. Isst ruhig 3 Eier, 4 Eier am Tag, wenn ihr wollt. Sie sind lecker und sehr nahrhaft. Voller Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoff. Das zum dicken Ei hier. Als nächstes haben wir hier die Süßkartoffel. Ist viel besser als die konventionelle Kartoffel. Sie ist auf jeden Fall höher im Vitamin A-Gehalt und in den anderen Sachen liegt sie auch nicht hinterher. Das bedeutet, sie schlägt die Kartoffel um Längen. Um Längen sage ich euch. Nicht nur um diese Länge, sondern auch vom Nährstoffstrom her. Ja, so viel dazu. Nährstoffreicher als die alternative Kartoffel, die ihr so kennt. Sie enthält nicht so viel Stärke, komplexere Kohlenhydrate und mehr Nährstoffspektrum. Avocado. Nee, Avocado. Die Avocado ist auf jeden Fall ein Muss in jeder Ernährung. Sie ist ein super Fettstofflieferant. Ja, ist sehr, sehr wichtig für den Kollagenaufbau. Das muss ich immer wieder betonen, weil einfach so viele Frauen Probleme damit haben. Und ihnen ist einfach kalt. Den Frauen ist kalt. Männer aber natürlich auch. Nicht zu vergessen. Es geht allgemein um den Kollagenaufbau. Kollagen ist wichtig, ja. Kokosöl. Das kennen wir ja schon, oder? Auf jeden Fall kann ich dazu sagen, schmeißt euer Sonnenblumenöl weg. Schmeißt euer Rapsöl weg. Oder welches Öl, was aus scheiß Samen besteht, ihr auch benutzt. Sorry, dass ich so hart sein muss. Aber diese Sonnenblumenöl und Rapsöl und so weiter und so fort, die sind einfach nicht gut. Meiner Meinung nach ist das eine Beleidigung für unseren Körper. Es tut uns nicht gut. Mir tut's weh, wenn Leute das konsumieren und immer dicker und dicker und dicker werden. Ja, es kann schmecken, beziehungsweise es schmeckt vielleicht dem einen oder anderen, aber das hier schmeckt auch und ist noch super für deine Gesundheit. Auch wenn diese Worte hart klingen mögen, aber man hat mal Schweine gefüttert mit Sonnenblumenöl, beziehungsweise man hat angefangen mit Kokosöl und sie wurden lean, sie haben Fett verloren und haben Muskeln zugelegt. Aber die Bauern wollten natürlich, dass das Schwein zunimmt. Also haben sie Sonnenblumenöl ausprobiert, sie haben Rapsöl ausprobiert und das Schwein wurde fett und hat zugenommen. Perfekt für eine gute, ertragreiche Ernte. Vielleicht passiert das gleiche sogar mit dir, wer weiß. Ich weiß es nicht, aber wer weiß, das ist ja nur eine Theorie. Das dazu. Ist auch nicht entzündungsfördernd, so wie die anderen Sachen. Entzündungen, man hat es überall. Gicht, Osteoporose und viele, viele andere Krankheiten, die alle darauf basieren, dass man entzündungsfördernd ist. Das hier habt ihr hier nicht. Das kann man hier ausschließen. Zumindest meiner Meinung nach. Kokoswasser. Wir haben uns hier für die kleine Sorte entschieden, für die kleine Variante. Die große war leider ausverkauft. Aber nichtsdestotrotz will ich euch immer zur großen raten. Kokoswasser ist sehr gesund, schmeckt natürlich auch und ist voller Elektrolyte. Genauso wie das Kokosnussöl ist das Kokoswasser eine super Ergänzung zu eurem Alltag. Kann man des Öfteren auch einfach trinken, ohne irgendwelche Bedenken zu haben. Ja? Die Kaki, wie immer, eine super Frucht,
um etwas Süßes zu kriegen, um einen Joghurt zu kriegen oder um einen Salat zu machen, einen Obstsalat. Es gibt natürlich auch andere Früchte, die mich überzeugen, aber die Kaki hat mich einfach gewonnen. Oder ich jetzt die Kaki gewonnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Ich muss sagen, hier ist einfach ja das Nährstoffspektrum ganz okay. Zum Beispiel Bananen oder andere Früchte sind halt so überzüchtet, sind so denaturiert und nährstoffarm, sodass sie mir mehr Nährstoffe nehmen, als mir zu geben. Ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Äpfel, dem Boskop-Apfel, dem Elster, dem Holsteiner Koks, die alle aus Deutschland kommen. Und wusstet ihr, Apfel, ein Boskop-Apfel, 400 mal Vitamin C hat als ein Pink Lady Apfel? Das ist doch meine Information, oder? Das muss man doch wissen. Perfekt. Das schockiert doch jeden und überzeugt doch jeden davon, lieber einen Boskop-Apfel zu nehmen, als ein Pink Lady Apfel, oder? Das dazu. Kommen wir zum wichtigsten Produkt dieser Serie. Das ist der Sauerkraut. Er ist meiner Meinung nach unterschätzt, ist so wichtig und so gut für uns, dass ich es gar nicht oft genug sagen kann. Er fördert so stark das Mikrobiom, also den Darmaufbau. Das heißt, er macht euch gute Laune, meiner Meinung nach. Er fördert eure Gesundheit immens, indem er euren Darm aufbaut. Denn alle Krankheiten kommen vom Darm. Die meisten Krankheiten kommen vom Darm. Bruh, chill. Durch die Ernährung, durch andere Faktoren und dadurch auch unsere Psyche. Das bedeutet, unsere Psyche ist abhängig von unserem Darm. Also ist es wichtig hier, dass ihr auf jeden Fall seine Ernährung zu integrieren. Und ich muss sagen, der von Kaufland, die Variation von Demeter, die in Kaufland haben, ist einfach super, weil der hier leicht pasteurisiert ist. Und das wollen wir. So ein Produkt ist das. Nonplusultra. Natürlich wäre es unbehandelt noch besser, aber für Kaufland bzw. für Supermarktverhältnisse ist das einfach nur ein Top-Produkt. Um hier noch ein paar Kohlenhydrate auf den Tisch zu bringen, haben wir Naturreis. Den kann man auf jeden Fall einfach kochen und wie normalen Reis ganz normal essen. Schmeckt auf jeden Fall genauso. Ist vielleicht ein bisschen härter als normaler Reis, aber dafür hat er mehr Ballaststoffe. Hat die Randschale noch da, weil er nicht geschält wurde wie der weiße Reis. Und hat ja einfach viel mehr Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Im Gegensatz zum normalen Reis. Der normale Reis, ich habe das Gefühl, er macht irgendwie süchtig, weil er den Blutzuckerspiegel noch so hoch treibt. Und das wäre wichtig zu wissen, ja. Normaler Reis ist eigentlich auch fast schon eine Süßigkeit. Beziehungsweise er treibt euren Blutzuckerspiegel, hoch. Und deswegen ist das nicht so gut geeignet. Da würde ich sogar mehr zu Naturreis greifen. Das ist immer noch Vollkornreis, für die, die es vielleicht auch unter Vollkornreis kennen. Den Kakao dürfen wir natürlich nicht vergessen. Als Magnesiumquelle, als Glücklichmacher, ja. Den habe ich vergessen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, ja. Der Kakao macht so glücklich. Ich habe immer so super Laune davon, ihr glaubt es nicht. Ich kriege einfach gute Laune davon. Und ihr werdet es auch spüren, diese Euphorie, diese Glücklichkeit, die ihr über den Tag verteilt habt. Ihr werdet einfach einen Unterschied merken, als würdet ihr irgendwie irgendwelche Sachen nehmen zum glücklich werden, was manche auch von euch tun, aber nur natürlich. So, als vorletztes haben wir die Cashewkerne. Nüsse kennen wir, sind gut und fettreich, aber auch eiweißreich. Die Cashewkerne sind aber nicht so perfekt geeignet, weil man sie vorher in Wasser über Nacht einweichen lassen muss, damit sie ihre Antinährstoffe verlieren. Weil eigentlich ist das eine sehr gute Magnesiumquelle, wie es hier auch steht, aber die Antinährstoffe halten diese zurück. Deswegen muss man die über Nacht stehen lassen, damit die Antinährstoffe sich auflösen. Wait a minute. Sonst ein super Produkt. Zu allerletzt haben wir hier noch die Butter, ja. Die Butter darf natürlich auch nicht fehlen, zusammen mit dem Kokosöl. Ist sehr, sehr wichtig. Butter kann keine Transfette bilden, bedeutet für Alzheimer und Demenz haben wir schon mal keine Steine gelegt, ja. Denn Transfettsäuren
sollen sehr stark bei der Bildung von Alzheimer und Demenz beteiligt sein. Und hier setzen wir einen Cut und gehen direkt auf die alte Animal-Based Ernährung zurück, beziehungsweise integrieren hier das Natürliche, was wir schon lange kennen, und nicht irgendwelche Produkte, die unnatürlich in der Firma, in der Produktion hergestellt wurden, ohne dass wir irgendwas davon beeinflussen können oder herstellen können selbst.